Hallo, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Dinge, die ich in den letzten 2 Monaten gerne getragen habe oder benutzt habe oder auch getan habe. Und ich fange mal mit dem Thema Beauty an. Und ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so jemand bin, der ganz viele Sachen ausprobiert und eigentlich immer bei dem gleichen Make-up-Look bleibt. Aber eine Sache, die ich in den letzten Monaten geändert habe, beziehungsweise neu ausprobiert habe, ist eine neue Foundation. Und diese hat sich in den letzten 2 Monaten so ziemlich zu meiner Lieblingsfoundation ever entwickelt. Und zwar rede ich von der Sublime Lift Foundation von Scentsilis. Und Scentsilis kennen vielleicht noch nicht so viele. Das ist so eine, ich würde jetzt sagen mal High-End-Marke aus der Apotheke nennen. Also die bekommt man halt nur bei der Apotheke. Und das ist die Lift Effect Cream Foundation oder Lift Effect Cream Make-up. Und die ist, glaube ich, für reifere Haut gedacht. Aber ja, wie ihr wisst, habe ich keine reifere Haut, aber ich habe sie trotzdem ausprobiert. Und sie ist von der Konsistenz her sehr, sehr cremig und erinnert mich daher auch sehr, sehr stark an meine eigentliche Lieblingsfoundation, die Le Teint Touche Éclat Foundation von Yves Saint Laurent, die ja auch sehr cremeartig wirkt auf der Haut und gar nicht so ein pudriges Gefühl hat oder so. Die finde ich aber noch einen Ticken besser irgendwie. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, sie verhält sich auf meine Haut irgendwie schöner über den Tag hinweg. Die deckt jedenfalls ganz gut ab. Also ich würde sagen, so mittelmäßige Deckkraft und ja, richtige hartnäckige Flecken oder Unreinheiten müsste man dann mit einem Concealer abdecken. Aber sonst so all over macht sie ein ganz schönes Hautbild und macht eben das Hautbild sehr natürlich aussehend. Also ja, was ich halt immer am liebsten mag, dass man halt aussieht, als ob man kein Make-up trägt und hat auch dieses schöne, so ein schönes Hautgefühl, also so wie Hautgefühl auf der Haut. Und ja, also die habe ich in den letzten Monaten echt super gerne getragen und leider, also Daisy und ich haben die Foundation zusammen benutzt und die ist auch leider schon fast leer, aber hier seht ihr vielleicht so ein bisschen. Die Konsistenz ist so relativ dickflüssig, also so läuft sie jetzt auch nicht raus. Und ich habe die in der Farbe 3, ja, Nummer 3. Und das ist gerade irgendwie die perfekte Farbe. Hat auch einen leichten Gelbstich, was mich dann nicht aussehen lässt wie eine Tomate oder so und passt einfach perfekt. Und ja, vielleicht kann man sich ja mal eine Probe davon aus der Apotheke geben lassen. Weiter geht's mit einem Fashion Piece und da habe ich einen Teil, was ich schon etwas länger habe. Das habe ich aber besonders in der letzten Zeit, naja, weil auch das Wetter passend war, sehr, sehr gerne getragen. Und zwar ist das dieser navy-blaue Cardigan von COS. Ja, das ist so ein Egg-Shape Cardigan, also von der Form her ist es so eiermäßig. Und der hat vorne hier so einen Knopf und ist komplett irgendwie so strukturiert. Also ist nicht ganz glatt oder hat so ein typisches Strickmuster oder sowas, sondern ja, es hat irgendwie so ganz viele kleine Falten überall. Das macht den Cardigan nochmal irgendwie besonders, aber trotzdem noch schlicht und klassisch. Und den Cardigan habe ich echt zu allen möglichen Outfits kombinieren können. Also ich habe den einmal zu einem Kleid getragen und das hat das Ganze irgendwie ein bisschen cooler gemacht. Weil nur das Kleid wäre zwar auch schön gewesen, aber der Cardigan hat es dann doch irgendwie einen Ticken interessanter gemacht. Oder zu Midi-Röcken sieht er auch cool aus, also zu so schicken Outfits passt der halt ganz gut, weil der ist irgendwie relativ bequem und lässig, aber hat irgendwie diese sehr edle, elegante Form, sage ich jetzt mal. Oder auch zu Jeans und ja, so engen Jeans, Skinny Jeans oder auch zu der Girlfriend Jeans, die ich von ASOS habe, sieht der Cardigan super cool aus. Und ja, also ich werde versuchen, ähnliche Cardigans rauszusuchen, weil so ein Cardigan ist echt praktisch für die Übergangszeit, wenn man jetzt keine Lust hat auf Lederjacke oder Trenchcoat oder sonstige andere Jacken. Mein nächster Favorit kam besonders in den letzten Wochen zum Einsatz, wo es ja hier in Deutschland endlich mal wieder ein bisschen sonniger wurde. Und auch im Australienurlaub habe ich dieses Teil sehr, sehr gerne benutzt. Und zwar rede ich von einer Sonnenbrille. Die hat so ganz coole verspiegelte Gläser in Blau und ist sonst so semi-transparent grau, also das Gestell. Und ja, also ich setze sie mal auf. Ich finde die Form ist super cool, also so ein bisschen größer und so was ganz leicht Cat-Eiges hat sie so an sich, was meiner Meinung nach gut zu meinem Gesicht passt, hoffe ich doch. Und ja, also die Brille ist super cool, weil sie total speziell aussieht. Also okay, verspiegelte Gläser sind jetzt nicht das Allerneueste, aber ja, sie ist nicht die Standard-Sonnenbrille, sage ich jetzt mal. Also man kann halt total was ganz Schlichtes, Langweiliges dazu anziehen und mit dieser Sonnenbrille holt man es wieder raus sozusagen. Und man kann auch ganz super Leute damit beobachten oder generell einfach ungestört hingucken, wo man möchte. Und ja, also sie sieht cool aus und der nächste Favorit mag vielleicht so ein bisschen langweilig sein, aber irgendwie fand ich es dann doch ziemlich erwähnenswert. Und zwar rede ich von den Invisible Bubbles Haargummis. Das sind diese Haargummis, die aussehen wie
wie so alte Telefonkabel. Und wo man sich fragt, was ist das denn? Aber es sind ganz einfache Haargummis. Aber ich habe in letzter Zeit, also wo ich meine irgendwie nirgendwo finden konnte, musste ich dann auf normale Haargummis umsteigen und habe sofort den Unterschied gemerkt. Also mit diesen Haargummis zieht es nirgendwo, die sind super angenehm und haben trotzdem genug Halt, um den Pferdeschwanz zu halten oder den Dutt oder was auch immer. Und normale Haargummis sind halt manchmal super fest und ziehen halt so an den Haaren und hinterlassen auch so Dellen in den Haaren, wenn man halt lange einen Zopf anhatte oder einen Dutt anhatte. Und mit diesen Haargummis hat man eben keine Abdrücke in den Haaren. Und also echt, ich kann ohne diese Haargummis nicht mehr leben. Die sind auch ziemlich gut, also die verformen sich so ein bisschen. Aber ich habe auch gelesen, dass es ein Trick ist, dass ein Trick wäre, die in kaltes oder heißes Wasser zu legen und dann ziehen sie sich wieder in ihre alte Form zurück. Mir ist es bis jetzt nur einmal passiert, dass ein Haargummi gerissen ist, aber der war schon so mega überbelastet. Aber sonst ja, halten sie sich ganz gut und wie gesagt, die besten Haargummis ever einfach. Holt nie wieder andere Haargummis, nur noch Invisibobbles. Die gibt es dann auch in verschiedenen Farben. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel schwarze, dann hatte ich auch durchsichtige oder ja, die gibt es auch in Knallfarben, pink, gelb, was auch immer, auf was man Bock hat. Ja, also müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt. So, das waren ein paar Beauty- und Fashion-Favoriten. Ich habe noch so ein paar andere Favoriten, zum Beispiel aus dem Bereich Essen und Trinken. Und zwar diese zwei Getränke in Kombination. Und das war so, dass ich einmal ultra Bock hatte auf einen Smoothie mit rote Beete. Und das habe ich bei Kaufland halt nirgendwo gefunden. Also ja, ging völlig leer aus und bin dann noch zu DM gegangen, weil es bei DM ja meistens irgendwelche speziellen Sachen gibt und habe dann Rote Wonne Bio Smoothie gefunden. Dieser Smoothie hat einen Apfel, 2 rote Beete, Rüben und Trauben und 1/25 Tomate. Und diese Tomate hat mich dann so ein bisschen stutzig gemacht und ich habe gedacht, vielleicht ist es dann doch zu herzhaft, also zu sehr auf der herzhaften Seite und habe dazu noch diesen Traubensaft geholt, um das ein bisschen zu süßen. Habe erst gedacht, das kann jetzt entweder total in die Hose gehen oder ultra lecker schmecken und in der Kombination 1:1 schmeckt das ultra lecker. Also es ist für mich der ultimative Smoothie, weil das so ein bisschen dieses Herzhafte hat und dieser rote Beete-Geschmack noch so ein bisschen drin ist, aber nicht zu penetrant. Und dazu dieser Traubensaft, der halt schön süß ist. Und normal Traubensaft, also pur, ist ja meistens einfach super süß und irgendwann kann man es gar nicht mehr trinken. Aber in Kombination, ihr müsst es ausprobieren, ist echt der ultimative Smoothie. Also, oder zumindest ihr könnt es auch selber mixen, wobei ich halt finde, dass rote Beete zu schneiden und klein zu machen irgendwie ein bisschen mühselig ist. Wer will, kann es mal ausprobieren und ihr könnt mir ja gerne berichten, ob ihr es auch lecker findet. So, einen letzten Favoriten habe ich noch für euch und zwar ist es eine Serie. Und diese Serie gibt es eigentlich schon ziemlich lang. 5 Staffeln gibt es momentan schon. Und ich habe die erste Folge davon aber erst vor ungefähr 2 Monaten gesehen. Beziehungsweise ich habe mit irgendeiner Folge in der 4. Staffel irgendwie angefangen, habe da reingesäppt und fand es dann irgendwie doch ganz interessant und habe dann von vorne angefangen. Und zwar spreche ich von der Serie The Walking Dead. Und eigentlich bin ich halt so gar nicht der Grusel-Zombie-Irgendwas-Typ, weil ich halt davon überhaupt nicht gut einschlafen kann und mir einfach so total schnell irgendwelche Sachen einbilde. Aber damit kam ich dann doch ganz gut zurecht. Also es ist größtenteils eigentlich nur eklig gewesen. Aber das Ganze drumherum, also um diese ganze Zombie-Serie, spielt sich halt viel, viel mehr ab. Also wer The Walking Dead guckt, der weiß bestimmt, wovon ich spreche. Es ist halt dieses Zwischenmenschliche und was halt, ja, wie die Menschen damit umgehen, wenn die in so einer Situation sind und wie sich auch die Charaktere im Laufe der Zeit entwickeln. Und es ist einfach super, super interessant und cool gemacht, spannend, actionreich und auch sehr, sehr emotional. Also ich musste schon öfter mal eine Träne verdrücken, aber ja, da bin ich eh so schnell nah am Wasser gebaut. Jedenfalls, also, wer die Serie wie ich total an sich vorbeiziehen ließ, der sollte unbedingt damit jetzt anfangen. Ich habe bereits alle Folgen durchgesuchtet in den letzten 8 Wochen ungefähr. Es soll ja eigentlich ein Spin-off geplant werden, also es gab auch schon einen Trailer dazu, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wann die rauskommen soll. Falls ihr da mehr wisst, schreibt es mir gerne in den Kommentaren und damit war es dann auch schon mit meinen Favoriten in diesem Video. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!